Heute wollen wir den Cerro besteigen. Das Ganze auf Deutsch übersetzt bedeutet so viel wie Schwarzer Berg. Bei dem Cerro handelt es sich um das visuelle Wahrzeichen der Stadt Paraguay. Mit seiner Höhe von 375 Meter und ja, der beeindruckenden Form ist er halt gut geeignet als Wahrzeichen. Von da oben soll es eine super Aussicht geben. Der Dennis war wohl schon mal da oben und hat gesagt, naja, so 30 Minuten, 45 Minuten werden wir wohl für den Aufstieg benötigen. Der Parkplatz liegt eigentlich direkt an der Straße. Man kann da super parken. Vom Parkplatz aus sind es dann nur wenige Meter bis zu dem Wärterhäuschen, wo man dann den Eintritt bezahlt. Da gibt es auch ein paar Getränke, Toiletten sind da. Ich denke auch eine Übernachtungsmöglichkeit und natürlich der Grillplatz. Das Wichtigste ist der Grillplatz. Hier so einen Ofen muss ich auch noch mal bauen. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, wie die Dinger heißen. Aber so einen Ofen werde ich irgendwann auch noch mal bauen. Die Mädels haben natürlich wieder eine Katze entdeckt. Haben ja noch nicht genug. Guck mal, Annika, du musst ja deine jetzt nur wachsen lassen, dann sieht die genauso aus. So, wir haben hier so Bändchen gekriegt. Was hat das jetzt kostet? 10.000 pro Person, ne? Dafür gibt es dann so ein Bändchen. Jo. Jetzt waren wir gerade noch auf Toilette und gehen jetzt los, wenn der Dennis irgendwann kommt. Da hinten ist er. Da hinten ist er, wenn der... Ah, da geht's lang. Der Dennis war nämlich schon mal oben, der kennt den Weg. Ja, der steht da oben, der wartet auch so ein bisschen. Also hier geht's echt steil rauf. Wieder mal ein Ausflugsziel, wo man jetzt gut zu Fuß sein sollte. Festes Schuhwerk kann auch nicht schaden. Klar, kann man auch in Flipflops machen. Aber alles andere, wenn man da nicht so ganz fit ist auf den Beinen, sollte man das sein lassen. Auf gefühlten 1000 Höhenmetern, aber eigentlich nur ein paar Minuten Aufstiegszeit. Ist hier so eine kleine Bank. Und hier der erste Ausblick. Natürlich noch ein bisschen von den Bäumen verdeckt. Aber sieht schon ganz nett aus. Oh, und Sarah ist sogar schon hier. Hallo? Ich finde die Gesteinsformation hier interessant. Das sieht ja hier eigentlich aus wie so Waschbeton. So Steine, so Kieselsteine hier drin. Man meint, das ist so Beton, aber das scheint eine echte Felsformation zu sein. Da auch. Die Geologen unter euch können ja mal in die Kommentare reinschreiben, was das so sein könnte. Würde mich mal interessieren. So, jetzt muss ich mal beide Hände nutzen. Hier geht es nämlich ein bisschen weiter hoch. Wir haben jetzt das erste Plateau erreicht. Ja, ich war so schlau, habe vergessen, den Startknopf zu drücken. Ich habe hier die ganze Zeit rumgelabert. Ich filme ja hier jetzt gerade nicht mit der GoPro, mit einer anderen, die ich eigentlich nicht so gerne habe. Aber die hat ein bisschen vom Akku her, mag ich die GoPro halt nicht. Die ist hier ein bisschen einfacher, ja. Auf jeden Fall da oben beim Dennis soll auch nochmal ein schöner Ausblick sein. Bevor wir den Gipfel erreichen. Sieht in der Abendsonne wieder ganz anders aus. Ja, ist halt immer je nachdem wie die... Morgens. Nimm mit! So, hier geht es natürlich noch ein bisschen höher. So, hier haben wir jetzt einen Blick mal runter, wo wir schon alles so hoch sind. Da ganz unten ist die Annika und Sarah kann nicht hoch. Das ist das letzte Stück. Das ist das letzte Stückchen hier, aber das hat es natürlich in sich. Also das ist hier schon heftig, ja. Also wenn man da nicht so trittfest ist, ist das halt unmöglich, da hochzukommen. Ja, bei Sarah ist halt das Problem eher runter als rauf, ne? Ja, rauf würde ich irgendwie noch kommen. Ja. Aber du warst ja schon ganz mutig und du bist mit uns hier hochgekommen. 3/4. Wenn ich mich jetzt auf den Apfel lege, wird gelöscht. Dann haben wir es wenigstens auf Video. Jetzt geht es hier doch noch ein Stückchen weiter hoch. Das mit der Abendsonne ist schon geil. Oh, hier kommt doch tatsächlich eine Treppe. Falta poco, ist nicht mehr viel. Ist auch so eine
Strickleiter noch, wahrscheinlich ein bisschen älter. Dann haben sie mal hier diese Leiter aus Eisen hingemacht, aber auch hier ist echt gefährlich, kann man mit dem Fuß zwischenlanden. Ich meine, uns stört das jetzt nicht, aber wer so ein bisschen den deutschen Komfort da gewöhnt ist und dann hier mal hochkraxeln will, der muss halt ein bisschen aufpassen. In Paraguay ist halt noch viel Selbstverantwortung. Da muss man selber für sich denken und entscheiden, traut man sich das jetzt zu oder nicht. Ansonsten landet man unten, verletzt sich oder was auch immer. Wieder so ein Punkt, wo man ein bisschen wieder Aussicht hat. Da vorne ist der Aussichtspunkt, da vom Paraguay, wo wir gestern waren. Oben der mit dem Betonkreuz. Wie man sieht, deutlich kleiner. Da unten das Ich liebe Paraguay Schildchen, wo wir auch Fotos hatten oder angehalten haben. Hier ist noch eine Spinne. Ich weiß nicht, ob man die erkennt hier. GoPro ist für sowas nicht so gut. Zona de Camping. Also hier kann man wohl auch Camping. Wer hier Bock hat, sein Zelt hochzuschleppen. Aber an sich ist das eine coole Sache. Ich meine, man muss ja nicht ein riesen Zelt hier anschleppen. Ist halt nur die Frage, wie kriegt man das Bier hier hoch, ne? Damit man auch nicht verdurstet. Ne? Zone der Camping. Ja, ohne Bier kann man jetzt hier schlecht campen. Ja. Da stand ja auch, man soll ja mindestens 1 Liter pro Person hochnehmen. Weiter unten. Ja, okay. Hier sind so ein paar Stellen, wo man eventuell ein Zelt hinstellen könnte. Kleines. Auf jeden Fall eine geile Stelle. Erinnert mich jetzt so ein bisschen damals an die Mallorca-Tour 2011. Ja, mit Dirk, Karl und Karl. Da haben wir so über Palma de Mallorca unser Zelt aufgeschlagen. War ähnlich. Ich gucke mal, ob ich ein paar Fotos finde, wie wir da die Kulisse über Palma oben unsere Zelte hatten. Ja, damals war ich nicht so fit, da war mein Knie noch ganz schön kaputt. Da war es schon schwer, den Berg hochzukommen. So, jetzt habe ich mich mal ein bisschen näher hier an den Abgrund gewagt. Es ist schon verdammt tief. Also wer jetzt hier noch Höhenangst oder sowas hat, denke ich mal, kriegt weiche Knie. Ja, die Geier, die warten schon. Das ist alles voll Geier. Hier scheint wohl öfter mal was zu verenden und die Jungs finden Futter. So, schöne Grüße natürlich an dir, Karl und Karl. War ein geiler Urlaub 2011. Und vielleicht verirrt ihr euch ja mal hier nach uns, nach Paraguay. Hier haben wir dann richtig geile Möglichkeiten, so einen tollen Campingurlaub, wie wir damals da hatten, Wander-Campingurlaub, nochmal nachzuholen. Das ist natürlich auch ein richtig geiler Punkt. Auch hier wieder, wer da vielleicht ein Selfie macht, also ich möchte da keinen animieren, ja, also es ist definitiv gefährlich, aber wer da sich traut, ja, kann sich gerne melden und uns schicken. Ja. Dennis, nicht, dass er daher heißt, wir animieren Leute, ja, hier so risikoreiche Selfies zu machen. Film mich mal so. Bis hierhin gehe ich ja noch, ja. Hier geht es dann natürlich noch ein paar Schritte weiter und dann geht es runter. Willst du? Lass mal. Ja. Hey, ich guck auch mal. Ja, genau. Ich kriege auch Ärger von der Sarah, wenn die dann das Video sieht. Ja, muss ja auch nicht sein. Wofür? Man kann hier mit Pool. Von hier kann man auch gut sehen. Da, guck mal, die haben alle Pools. Ja, die haben alle Pools hier. Ein Pool, 2 Pool, Genau. 3 Pool, 4 Pool. Also wer wissen will, wer in Paraguay einen Pool hat, ein bisschen Kohle hat, kann dann von hier oben gucken, wer alles so einen Pool hat. Jo, zumindest von der Ecke hier. Aber wie schön doch von hier oben Paraguay aussieht. Ja, es sieht schön aus, ne? Aber wenn er schon, sag ich mal, du hast trotzdem den Lärm, sag ich mal, von den Autos, ne?
Das ist halt immer so eine Sache, wenn man in Paraguay in der Nähe von so einer Route ist, dann da kann man vergessen, das ist laut, da ist immer irgendwie Verkehr. Die LKWs sind hier auch definitiv lauter als in Deutschland, die Mopeds, alle fette Auspuffanlagen drunter oder kaputte Auspuffanlagen drunter. Und an so einer Straße will man noch nicht wohnen. Also das ist jetzt nicht meine Vorstellung vom ruhigen Leben in Paraguay. Ja. Also ja, ich bin lieber weiter weg vom Asphalt. Naja, da sind noch ein paar Bänke und so. Cool ist die Aussicht. Die Aussicht, ja. Mülleimer haben die auch hier. Ist ja wirklich wenig Müll hier. Ich sage mal, die 10.000 Eintritt lohnt sich ja, wenn du dann hier hochkommst und hast nicht alles vermüllt, wie es oft leider in Paraguay ist. Muy lindo. Jetzt müssen wir mal die andere Seite gucken. Guck mal, hier ist halt doch noch eine Sicherung. Ich erzähle dir mal, hier wird nichts abgesichert, ja. Also hier. Safe. Ja. Ja, muss der Dennis ja nicht so dran rumrappeln. ...140 Meter noch. Mal die Machete noch mitnehmen müssen. Okay. Wollte ich gerade sagen. Gleitschirm starten. Ja, hier könntest du echt so für die Jungs, ne? Hier mit diesen komischen Dingern auf dem Rücken da, diese Fledermausleute. Ja, ich weiß, ich kriege ja immer Ärger. Jetzt kriegen wir sogar Besuch hier von der Bergkatze. Dennis meint, die ist immer hier. Das ist sogar zutraulich. Wahrscheinlich wird die hier immer gefüttert. Das sind alle Mühen des Aufstiegs gleich wieder vergessen hier bei den Katzenfreunden. Oh, oh, Annika. Jetzt will sie nicht mehr. Jetzt will sie nicht mehr. So, jetzt sehen wir die andere Seite hier. Da unten im Tal auch noch wenig besiedelt. Also wenn du überlegst, ne, wie wenig besiedelt das alles ist da. Ne, aber guck mal, da oben hat einer so eine geile Hütte in dem Berg. Ne. Jetzt, Leute, stellt euch vor, was hat der da oben für eine Aussicht? Ja, der guckt hier an unserem Berg ja noch vorbei. Und dann gerade da auf die andere Seite guckt er. Haben Dennis und ich gerade schon geschätzt, wie viel Kilometer man da wohl gucken kann. Und wenn man dann noch in so einem geilen Pool liegt, ne? Wie heißen die ollen Pools da mit dem Wasser drüber laufen, Infinity-Dinger da? Und ja, hier unten, das Haus mit dem Pool. Ja, ja. Wir sind von der Hauptstraße reingefahren und haben gedacht, wir kämen so bis dahin. Das ist ja eigentlich das einzige Haus hier, die haben eine andere Zufahrt. Ja. Und er mit dem Pool hat schon ganz da vorne, hat er sein Tor. Okay. Wahrscheinlich ihm das ganze große Stück hier und du kommst zu ihm, kommt überhaupt nicht rein. Das einzige in dem ganzen Tal. Aber mega finde ich das da oben. Ich weiß gar nicht, ob ich da so nah nachher in der Nachbearbeitung ranzoomen kann, dass man den sieht. Aber wirklich da oben auf dem Berg hat er ein Haus. Das muss mega sein. So, und hier die Seilanlagen, sagst du, Dennis, da kannst du dich irgendwie darüber hangeln oder mit so einer Seilbahn oder was? Ach, da runter oder was? Nur ein Haken und Gurt. Ein Haken und Gurt, okay. Haben wir hier leider nicht bei. Jetzt kann ich ja wieder große Fresse haben. Würde ich natürlich machen. Die starten aber da drüben. Ich weiß noch nicht, wie sie da hinkommen. Ja. Hier weiterkraxeln. Ich denke mal, die werden da irgendwie rüberkraxeln. Ne? Ja, da hinten. Und dann hängen sie sich ein. Heftig, ne? Macht bestimmt Spaß. Ich denke aber, das sind die Jungs, die klettern. Die hatten nämlich ihre Helme und Rucksack alles dabei. Und dann ist das wahrscheinlich bei der Rundtour ist das dabei beim Klettern. Das ist genau das Ding, was mein Kumpel Dirk in Deutschland immer haben wollte. So eine richtig geile Seilbahn. Also, hier ist sie, Dirk. Also da hinten sind auch irgendwo Stimmen in den Büschen. Oh, oh, okay, hier muss man aufpassen. Wie stehst du denn da? Ja, aber hier muss er aufpassen. Hier wird gleich einmal kurz eng. Ja, und hier ist, glaube ich, auch hier hinter denen ist auch wieder Schluss. Da geht es ja irgendwo runter. Keine Ahnung, wie die Jungs da rüberkommen. Vielleicht gibt es auch noch mal einen anderen Zugang. Da geht auch fett abwärts, da ist die Bergkatze wieder. Also hier geht es dann nicht mehr weiter. Ich komme, glaube ich, auch jetzt lieber wieder mal zurück. Die Sarah wird schon genug schimpfen. Wir werden wahrscheinlich gleich über das Island rüber. Ja, oder? Ey, weißt du was? Vielleicht gehen die auch mit der Leine darüber und mit der anderen zurück, weil hier geht es nur runter.
Ich kann hier noch ein Stückchen weiter. Also hier geht es nur runter. Keine Ahnung, wie die da auf die andere Seite kommen. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück. Ah, die Bergkatze ist da. Guck, Annika, mich mag die. Na du. Du bist ja eine kleine liebe Bergkatze. Dich würde die Sarah wahrscheinlich gerne mitnehmen. Ah, die Katze mag auch schöne Aussichten. Aber die ist gut genährt, merke ich hier. Also der fehlt hier oben an nichts. Also da haben wir in den Städten schon viel schlimmere Katzen erlebt, die teilweise Hunger leiden müssen. Aber die ist echt gut genährt. Ja. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen. Aber ja, alles halb so wild. Aber halt, wenn es so ein Traumgrundstück gibt. Der da oben. Nee, der? Nee, der unten will ich nicht. Ich will da oben. Der unten mit dem Pool, weil der die lange Zufahrt hat, da kann keiner mehr hin. Ja. Das ist schon geil, ja. Ja, aber da oben. Da oben, das ist mein Favorit. Die kommen wir da mal hin. Also die Seilbahn, die geht da schon echt irgendwie ins Nichts. Ja, der Stein macht einmal plumps. Nee, der Stein ist fest, habe ich vorher kontrolliert. Guck mal hier. Den wollte ich ja schon runterschubsen. Wo müssen wir lang? Wir kamen von da oben irgendwo, ne? Ja, weil irgendwie der Weg da wird so heikel. Ich bin irgendwie falsch abgebogen hier. Ja, aber so eine Nacht Camping hier oben. Ja, wäre geil, ne? Mit meinem Biwaksack wird das ja kein Problem sein. Brauche ich nicht viel hochschleppen. Oh, das sieht aus wie ein Gesicht. Ja, wieso hier Osterinsel, ja? Genau. Osterinsel, wie heißen die Viecher da? Keine Ahnung. Die Riesenstatuen. Osterhasen. Ich hoffe, man sieht es richtig auf dem Video, wie steil das hier ist. Ich kann da nochmal hoch. So, und wenn mir jetzt einer entgegenkommen würde, den weiß ich nicht. Da weiß ich nicht, was ich machen würde. Aber für Leute wie mich mit fehlendem Gleichgewicht sind, einmal hier kurz geil gucken, nicht runter gucken, nur auf die Steine gucken. Nämlich hier auch sehr rutschig. Oh Scheiße, ich pack die Kamera ganz weg. Es geht steil. So, weiter geht's. War jetzt echt nur ein Stück von dem, sieht man das? Da, von dem Pfeil bis hier. Ich versuche jetzt wieder einhändig weiter, damit ihr das mal so ein bisschen mitkriegt. Jacke an, weiter geht's. Also die Seile sind schon eine riesen Hilfe, wenn ich mit einer Hand ein bisschen rumkurve. Aber ohne könnte ich hier nicht filmen. Und ich habe jetzt schon mega Muskelkater an den Beinen. Unterwegs noch ein paar Kakteen. Die Moskitos nerven mich nur tierisch. Da wird sogar drauf vorbereitet. So, ich bin jetzt hier bei dem 400-Meter-Schild. Ah, irgendwo ist es. Die gibt es hier sogar auch. Ah. Es sieht einfach geil aus hier. Von mir mal eine andere Anmerkung. Mit den Lianen, auch die hier, da, bitte. Wenn ihr die in Wasser legt, könnt ihr die schön biegen wie Pedicroir, glaube ich, hieß das. Man wird garantiert auch Körbe daraus machen können. Ich habe es noch nicht probiert, aber habe ich definitiv vor. Dann vielleicht dünnere Lianen
wenn das so Lianen sind. Die hängen hier eigentlich überall runter. Also da, ich meine, das sind aber welche. Wenn nicht, korrigiert mich. So, ich warte jetzt hier auf Dennis und Annika und Martin. Ich wollte einmal so ein bisschen rumschwenken. Ich muss so echt gucken, dass ich mich in die Fresse lege. Und irgendwie ist es schon unheimlich, wenn man hier alleine steht. Und man hört immer irgendwo was knacken und knicken, knacken, knocken. Aber es ist echt geil hier. Also bis später. Das ist ein Stein, da kann ich mich draufsetzen und warten. Den Stein setze ich mich jetzt. So, ich bin jetzt hier wieder eine kleine Etappe weiter. Ich warte jetzt hier doch. Hier ist es ein bisschen gemütlicher. Hier kann ich sitzen. Mal gucken, ob die gleich kommen. Weil langsam wird es langweilig. Die Moskitos ärgern mich hier. Ich kann leider auch die Jacke nicht ausziehen, obwohl ich schwitze wie sonst was. Aber sonst bin ich komplett zerstochen. Wie ihr seht hier. Jetzt wollte ich meinen Tennisschläger. Macht's gut. Ja? Ey, eine Kabeltrommel. Ja. So, Ende. Ziel. Einmal noch ums Haus und Ja, dann fertig. Jetzt sind wir erschöpft genug. So, wir sind raus, wir sind fertig. Genau, wir sind unten. Mittlerweile ist ja auch schon geschlossene Gesellschaft. Ja, Hat schon zugemacht. Er hat schon zugemacht. Der wird da wahrscheinlich irgendwo noch sein. Ja, das war der Cerro Hu. Hat uns echt gefallen. War wirklich eine schöne Aussicht da oben. Habt ihr auf dem Video gesehen. Was soll ich jetzt noch quatschen? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir gehen jetzt Pizza essen. Wir gehen jetzt Pizza essen, genau. Wie immer. So hören unsere Videos immer auf. Wir gehen jetzt essen.